Diese Woche gibt es keinen Short, sondern ein kurzes Video. Und zwar, wer unter dem letzten Video mitgelesen hat bei den Kommentaren, dem ist vielleicht der Kommentar von unserem Kollegen Beibot TV aufgefallen. Ich verlinke ihn euch. Der gesagt hat, dass der Kühlschrank sehr laut ist und darum eher ungeeignet. Und darum werden wir das jetzt mit euch testen und Joe macht das jetzt mit euch und dann werden wir schauen, was das Fazit ist und was wir weitermachen. So Joe, was machst du gerade? Ich bereite nun den Kühlschrank vor. Da es ein Multi-Voltage-Kühlschrank ist, verwenden wir heute ein 24-Volt-Netzgerät mit 600 Watt. Wobei diese Wattangabe für uns eher egal sind. Und werden ihn einfach laufen lassen und über den Frontdisplay kühler stellen, damit wir hören, wie dieser PC-Lüfter einfach seinen Betrieb aufnimmt und wie laut es wirklich ist. Und wir werden dann sehen, ob wir dieses Ding verbauen können und wo wir vielleicht Optimierungspotenzial haben. Ruhig, das soll im Kopf nicht ausmachen, dann drehen. Hätte man mit. Was tut denn das Teil? Gut, was dieses Netzteil macht, ist eine Spannung von 24 Volt ausgeben bei einer Leistung von 600 Watt. Das heißt, bei 24 Volt kann ich maximal 25 Ampere entnehmen. Das ergibt dann diese Zahl von 600 Watt. Und das ist eben einfach ein normales Netzgerät. Ah, das ist das Netz da. Ja, das Netz da mal ein bisschen weg. Hier ist der besagte Lüfter hinten. Hier hinten. Der läuft auch schon. Ich weiß nicht, ob man einen Lüfter hört, aber der vom Netzteil ist um einiges lauter. Dieses Geräusch ist der Netzteillüfter. Und hier ist es eigentlich relativ leise. Wir haben nun das Kabel durch das offene Fenster von unserer Küche hier rausgefädelt, damit wir die Lautstärke vom Netzgerät nicht haben, und haben auch den Deckel drauf getan bzw. montiert, und damit wir hören, wie laut der Lüfter ist. Jedoch finde ich es persönlich jetzt nicht so störend. Also leise ist er halt nicht gerade. Ich glaube, da machen wir wirklich so eine Temperatursteuerung. Ja, es wäre natürlich auch noch interessant, was passiert, wenn er sich abstellt oder ob er sich überhaupt abstellt, dieser Lüfter. Ihr seht hier den Kühlteil und das dürfte der Tiefkühlteil sein. Wir haben nun die Temperatur eingestellt auf 8 und -12 und er möchte natürlich auch den Tiefkühlteil auf Minustemperaturen bekommen und wird wahrscheinlich aus diesem Grund auch einfach den Kompressor weiterlaufen lassen, bis das auch der Tiefkühlteil seine Temperatur erreicht hat. Der Kompressor läuft derzeit. Man kann es fühlen auf dem Kompressor, wie er sich bewegt, beziehungsweise wie der Kompressor leicht vibriert, da es ja ein Motor ist. Und man hört den Lüfter, der auch läuft. Und wir werden nun sehen, wenn er die Temperatur erreicht hat, ob er sich abschaltet. Nun hat der Kühlschrank die Temperatur erreicht, und zwar, es ist im Kühlbereich mit 8 Grad und im Tiefkühlbereich -12 Grad. Das einzige Summen, das ihr im Hintergrund wahrscheinlich hört oder auch nicht, je nachdem aufgrund der Audiokompression, ist von unserem Netzteil, das leider auf dem Deck liegt und den Schall über unsere Außenschale hervorragend in den Innenbereich überträgt. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Kühlschrank, man spürt das Laufen nicht mehr. Ich habe jetzt auch den Finger im Lüfterrad drin. Man hört es, ich kann es antreiben.
Es schaltet sich beides aus. Und wir bedanken uns sehr herzlich für den Kommentar, werden aber trotzdem das Gerät einmal ausprobieren, ob es sich für uns als rentabel herausstellt, da wir es ja schon gekauft haben und auch installiert haben. Man kann natürlich nicht sagen, ob in der Zwischenzeit vom Kauf von unserem Nachbar-YouTube-Kanal es diverse Komponenten-Upgrades gegeben hat. Wir sind derweil zufrieden und werden ihn auch weiterverwenden. Wie gesagt, er ist bezahlt, er ist eingebaut und darum werden wir ihn einfach einmal probeweise verwenden. Und beim nächsten Mal, sollten wir endlich mit unserer Seaskip in See stechen, werden wir ihn großzügig testen und uns wahrscheinlich auch noch darum kümmern und nachsehen, wie weit die Lärmbelästigung wirklich ist.